Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben. Wie kann man wissen, ob das PCV-Ventil des Motors Ihres Autos ist? Offen, weil es beschädigt ist. Oder ist es geschlossen, weil es verstopft ist? Nun, normalerweise, wenn sie offen bleiben, sind es normalerweise Ventile, die eine Membran haben. Sie haben eine Membran wie die Sie dort auf dem Foto sehen. Und die Membran neigt dazu, bei so viel Bewegung beim Öffnen und Schließen zu reißen, weil der Gummi, der die Membran hat, am Ende reißt und dann würde sie offen bleiben. Was Sie beobachten würden, wäre, dass es einen Überschuss an Öl gibt im Lufteinlass, im gesamten Einlass, okay? Und dass es ab und zu Motoröl verbraucht. Man sieht auch blauen Rauch aus dem Auspuff. Das Motoröl durch den Einlass in den Brennraum gelangt und verbrennt. Dann ist Saugen auch Ölpeilstab und Einfüllschraube zu beobachten ölig. Das sieht man vor allem bei Benzinfahrzeugen. Und umgekehrt, wenn das Ventil ausfällt und geschlossen bleibt, liegt es normalerweise daran, dass es verstopft ist. In den meisten Fällen ist es schwierig, sie zu reinigen. Und sie müssten auch ausgetauscht werden, genau wie wenn sie offen bleiben. Aber wenn sie geschlossen bleiben, da merkt man, dass im Motor Überdruck ist. Überdruck und Rauch kommt aus dem Öleinfülldeckel, auch durch den Ölpeilstab. Da sieht man, dass es auch ein Problem mit Ölverlust gibt, wegen der Fugen, sowohl am 17. Kipphebeldeckel als auch am Ventildeckel. Wie man auch an der Kurbelgehäusedichtung sieht, das ist das sogenannte Kurbelgehäuseaufblasen und es liegt am Druck im Kurbelgehäuse, eben weil der Motor das nicht kann. Lassen Sie diesen Druck ab, weil das PCV-Ventil geschlossen oder verstopft ist. Und dann neigt der Druck dazu, dort herauszukommen, wo er kann, immer durch das Zerbrechlichste, und seien Sie vorsichtig, da dies normalerweise die Dichtung der Kurbelwelle beschädigt. Und Sie bereits wissen Sie, dass Sie dort das Getriebe zerlegen müssen, um es zu wechseln. Und dies kann dann auch zu Schäden am Turbo führen, da das Öl, das den Turbo schmiert, in ständiger Bewegung sein muss. Und wenn im Kurbelgehäuse ein Überdruck herrscht, es kann nicht gut fließen enden. Und dann der Turbo, da die Turbinenwelle nicht so geschmiert ist. Naja, die geht irgendwann kaputt, okay? Deswegen muss man mit diesen Sachen immer sehr vorsichtig sein. Nun hier überlasse ich Ihnen dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.